Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den Lexus. Und zwar wird heute beim Lexus eine kleine Problemstelle gemacht. Und zwar werden heute die Balljoints, beziehungsweise auf Deutsch halt die Trägergelenke gemacht. Beim Lexus so ein relativ bekanntes Problem, sage ich es mal. Das Video, was ihr gleich seht, oder die ganzen Sachen, die ihr gleich seht, die habe ich in, keine Ahnung, ich glaube 2 Wochen oder sowas, oder in einem Zeitraum von 2 bis 3 Wochen habe ich die aufgenommen. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade auch bei uns in der Reifenecke, weil, ja, ich da wirklich keinen Anfang und kein Ende gedreht habe. Deswegen mache ich das jetzt eben. Ich werde jetzt erstmal das ganze Einbau, Ausbau und sowas werde ich jetzt euch zeigen. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich am Ende noch ein bisschen quatschen. Und ja, dann seht ihr auf jeden Fall erstmal den Einbau und dann gleich den ganzen anderen Rest. So Leute, wie ihr seht, ich bin jetzt gerade in der Halle. Hier liegt auch schon das Teil, was ich gerade ausgebaut habe. Und zwar habe ich das Ding gerade ausgebaut, weil der hier vorne gar nicht losgeht. Das war auf der anderen Seite auch schon. Sprich, das Ding geht hier komplett gar nicht raus. Was auch geil war, ist, dass der Vorbesitzer das Ding, also die Mutter hier oben drauf, einfach festgeschweißt hat, was natürlich sehr gut ist bei einem Teil, was man ja, relativ regelmäßig tauscht. Ist natürlich perfekt, dann das Ganze zuzuschweißen. Macht auch nur Sinn. Und jetzt muss ich hier vorne, weil der das doch dann so weit reingeschlagen hat, dass ich hier nicht dieses Trennteil, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, dass ich das hier nicht mehr zwischengekriegt habe, damit ich hier drücken konnte. Und so konnte ich das nur so ganz eben reinstecken und dann hatte ich irgendwie hier nur Auflagefläche. Das war dann scheiße. Deswegen werde ich jetzt hingehen, was ihr auch gleich sehen werdet. Ich werde erstmal die Sachen hier abbauen, damit das ein bisschen besser da oben auf dem Tisch liegt. Und dann werde ich hingehen, das einmal abflexen und dann durchbohren und dann rausdremeln. Ich denke, dass ich die Seite auch nochmal abflexen werde. Sprich, hier abflexen, dann mit ein paar verschiedenen Bohrern durchbohren, damit ich da halt ein kleines Loch habe. Und dann werde ich mit dem Dremel hingehen und mit ganz vielen, nicht wundern, das ist hier extrem dreckig, muss ich nochmal sauber machen. Aber mit den Dingern werde ich dann hingehen und das Ganze dann so weit rausdremeln, bis ich das so weit raus habe, beziehungsweise bis halt das ganze Metall von dem Gewinde oder von dem Schaft, was hier drin ist, dass das raus ist und dass ich einfach nur noch das Loch hier habe. Gut, das werde ich mal machen. So, das Trägergelenk ist jetzt ausgebaut. Hier seht ihr einmal das alte, hier seht ihr das neue. Das ist der neue, den setze ich einfach so hier ein. Dann wird das da hinten wieder, mit verbunden, also der kommt da drauf. Und dann hat man hier vorne einmal die 2 Schrauben, die dann hier reinkommen und hier reinkommen. Und dann hat man das Ganze wieder zusammen, beziehungsweise wenn man das ausbauen möchte, muss man halt die beiden Schrauben lösen. Dann das vom Lenkgetriebe, das abmachen bzw. auspressen und dann den hier auspressen. So, aber warum sind jetzt die Traggelenke bei den Lexus also beim Lexus GS 100 bzw. IS 200? Warum sollte man bei denen aufpassen, dass man die hier relativ regelmäßig tauscht? Bei denen passiert das relativ häufig, dass, wie gesagt, die sind so eingebaut und da passiert das relativ häufig, dass das hier vorne entweder hier vorne bricht oder das hier bricht. Das passiert relativ häufig bei denen. Dann ist das bei denen hier so, dass das hier rausbricht, dann drückt die Feder nach unten und dann macht das Rad genauso, wie ich das jetzt hier hängen habe, weil das hier halt nicht mehr da dran ist, macht das Ganze dann den hier knapp nach hinten oder ja doch, meistens klappt es nach hinten und ja, dann habt ihr so ein bisschen mehr Lenkwinkel, was man zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich nicht möchte, wenn man geradeaus fährt bei irgendwie 100 oder sowas. Deswegen, die hier sollte man relativ, ja, alle 2 Jahre oder jedes Jahr mal tauschen. Ja, ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt wieder ein, wie gesagt, relativ easy, den so reinstecken, die 2 Schrauben hier oben rein, den da vorne rein und dann ist das Ganze auch schon gegessen. Das mache ich jetzt eben, dann sehen wir uns gleich wieder.
So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, die Trägergelenke sind jetzt beide getauscht. Einmal links, einmal rechts. Ich werde jetzt, nachdem ich die Trägergelenke getauscht habe, werde ich jetzt noch einmal hingehen und die Spur einstellen lassen. Weil die Spur hat sich bei mir beim linken nicht so stark verändert, weil das linke Trägergelenk habe ich schon vor einem Jahr mal getauscht, weil das da schon so angefangen hat zu knacken und das nicht mehr weit davon weg war, kaputt zu gehen. Falls ich noch irgendwo einen Clip finde davon, wie das geknackt hat oder wie sich das angehört hat, schneide ich noch mal kurz rein. Wenn ich keinen gefunden habe, dann werdet ihr keinen reingeschnitten sehen. Aber ja, da habe ich die noch relativ rechtzeitig getauscht. Da muss ich jetzt keine Spur einstellen oder sowas, da konnte ich den jetzt einfach dran packen und dann nicht Spur einstellen. Beim anderen, der war relativ stark ausgeschlagen. Ja, danach musste ich die Spur einstellen. Das habe ich erstmal, damit ich hier aus der Halle rausfahren kann und zum Spur einstellen hin, beziehungsweise jetzt erstmal zu mir nach Hause, habe ich 2 Bretter genommen und dann Maßband und dann die Spur so einigermaßen gut eingestellt. Aber ich werde noch jetzt, im Endeffekt werde ich jetzt nochmal hingehen und dann nochmal die Spur einstellen lassen, auch wenn ich die erst vor 2 Monaten oder sowas einstellen lassen habe. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall danach nochmal machen. Und falls ihr euch fragt, wie es dann aussehen könnte, wenn ein Balljoint gerissen ist oder halt gebrochen ist, geht einfach mal auf Google, gebt ein Lexus GS300 oder Toyota Aristo, ja doch, eins von beiden. Und dann einfach Balljoint ein, dann auf Google Bilder und dann seht ihr schon relativ genau, was dann passieren kann oder wie das dann aussieht und wie man dann endet sozusagen, und das ist dann nicht schön. Also so will man eigentlich nicht irgendwo am Straßenrand stehen oder auf der Straße stehen oder im Graben. Das möchte man nämlich nicht. Deswegen, ich werde jetzt alle 2 Jahre tauschen oder halt jedes Jahr, ich denke alle 2 Jahre. Ich denke alle 2 Jahre werde ich tauschen mit so allgemeinem Service. Und ich denke, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, wie lange der eine eingebaut war, also der rechte. Ich glaube, der ist auch schon locker 3, 4, 5 Jahre eingebaut gewesen. Wie gesagt, man kann auch mit Glück haben. Aber ich will das Glück nicht herausfordern und tausche deswegen jetzt alle 2 Jahre. Ist an sich auch nicht so schwer, wenn die nicht wieder festgerostet sind, weil dann sitzt du da halt irgendwie einen Tag oder 2 auch bei. Deswegen einfach machen und dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Aber das war so ein kleines Video, mal so zwischendurch so ein Video über den Lexus. So ein Service-Video, sage ich jetzt mal, wo man jetzt nicht viel getauscht hat. Wie ihr auch gesehen habt, ich habe die ganzen Sachen da richtig rausflexen und dremeln und sowas müssen. Vielleicht, wenn ihr die einbaut, irgendwie Kupferspray drin oder so ein bisschen Fett, damit ihr die leichter rauskriegt und die nicht so komplett festrosten. Vielleicht ein bisschen hilfreich. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt dran tun soll. Vielleicht vorher nochmal eben nachgucken oder irgendjemand fragen, der von Ahnung hat. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.